Hi Leute! So, endlich ist es soweit. Ihr könnt euch ja vielleicht an das Video erinnern, was ich vor Monaten mal gemacht habe, wo ich mit meinem Handy durch den Wald gerannt bin und mich über die Neo-Advaita-Szene abgefuckt habe und gesagt habe, warum das Ganze in meinen Augen eine Sekte ist. Aber ich habe halt damals schon gedacht, so, boah, ich will das Ganze einfach mal nochmal differenzierter auf den Punkt bringen und wirklich so eine Art Auflistung machen, warum das Ganze eine Sekte ist in meinen Augen. Und zwar wirklich ein bisschen sachlich und jetzt nicht einfach so rausgekotzt, obwohl ich das auch gerne mache. Und dann habe ich eine ganze Weile recherchiert und eine ganze Weile geguckt, wie ich das am besten irgendwie machen kann. Und jetzt endlich habe ich alles Material zusammen und wir können uns das gemeinsam angucken, was ich dabei rausgefunden habe. Um das Ganze für mich irgendwie strukturieren zu können, habe ich mich an so einer Sektencheckliste langgehangelt. Und der erste Punkt auf der Liste war: Bei der Gruppe findest du exakt das, was du bisher vergeblich gesucht hast. Sie weiß erstaunlich genau, was dir fehlt. Ja, ich glaube, die meisten Menschen, die in Satsang gehen oder auch die Satsangs online konsumieren, die sehnen sich eigentlich nach Ruhe und Frieden. Das ist ja häufig auch das, was im Satsang so ausgestrahlt wird. Und das war auch was, was mich sehr angezogen hat. Und ich meine, ist auch nicht verwunderlich. Wir leben irgendwie in einer stressigen Welt. Wir haben Probleme mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit uns, mit was auch immer, und irgendwie fehlt häufig dieser Ruhepol im Leben und wir kommen halt nicht zur Ruhe und fühlen uns irgendwie nicht gut, und natürlich ist es dann sehr ansprechend für uns. Also wenn ich mir die Fragen so angucke, die im Satsang gestellt werden, da kommt man natürlich schnell dahinter, und das macht auch, also das macht Sinn, das ist nicht verwunderlich, dass natürlich die meisten Fragen, die dort auftauchen, irgendwie existenzieller Natur sind. Narashima fragt etwas, und zwar: Kannst du helfen, dass das scheinbare Leiden und die Suche beendet wird? Was ist für dich Leben und was der Tod? Jasmin, hallo Shiva. Bei mir kommt gerade sehr viel Wut wegen Kleinigkeiten hoch, wie loslassen. Was mache ich mit dem Weltschmerz, der derzeit permanent hochkommt? Kann ich zwar bewusst anschauen, tut aber sehr weh. Verbrennt der Schmerz irgendwann? Patrick, du sagst, dass ich gesagt habe, dass die meisten Menschen hier leiden. Und fragst jetzt dazu, was ist es in uns, was leidet? Und warum leidet es? Wie empfiehlst du den Umgang mit emotionalem Schmerz? Ich fühle gerade große Traurigkeit. Was kannst du zu Liebeskummer sagen? Wie ist deine Erfahrung? Wie geht man mit einer unheilbaren Krankheit um? Könnte man auch sagen, alles ist im göttlichen Plan? Im Endeffekt bietet halt Satsang genau das, was andere Religionen auch bieten, nämlich Antworten auf diese existenziellen Fragen. Und natürlich gibt es auch so eine Art umfassende Weltanschauung, was einem irgendwie Orientierung bietet. Und wenn man das annimmt, dann hat man halt eine, ja, eine Struktur im Leben und hat irgendwie selber die Antworten auf irgendwie viele schwierige Fragen. Und das ist natürlich hilfreich für einen. Und ich glaube, Satsangs sind heutzutage super ansprechend für die Leute, weil es eben offensichtlich keine Religion im klassischen Sinne ist. Ich glaube schon, dass es eine Art von Religion ist, aber es liegt daran, dass es eben auch ein Glaubenssystem ist, was ich damals nicht gesehen habe. Aber es tut halt so, dieses Glaubenssystem tut halt so, als wäre es das nicht, und hebt sich halt auch von Religion ab und distanziert sich auch offen von Religion. Also häufig wird sogar betont, dass Religion eben mit Glauben zu tun hat und Satsang eben nicht. Satsang hätte mit Wissen zu tun, mit Selbsterforschung und dem Wissen, was daraus dann entsteht. Und Religion ist halt was für die anderen Leute, aber so, wenn man es wirklich ernst meint, dann will man ja wissen und nicht glauben, und deswegen geht man dann lieber in den Satsang. Ich meine, Satsang bedeutet ja auch Zusammensein in Wahrheit, also es geht eben um Wahrheit und um Wissen und ja, eben nicht um blinden Glauben. Ich fand es damals immer so cool, dass wirklich die Satsanglehrer auch gesagt haben, das war fast so ein Standardsatz von wegen: „Glaube mir nichts, erfahre für dich selbst.“ Das klang immer so toll, und das klang halt wirklich so nach: „Okay, wow, das ist keine Religion. Die wollen irgendwie, dass ich das selber erforsche.“ Jetzt im Nachhinein sehe ich das ein bisschen anders, darauf komme ich dann später. Aber hier mal ein Beispiel von jemandem, der das so macht. Ich will nicht, dass ihr mir glaubt. Das allerletzte, was ich brauchen kann, ist ein Kult. Sondern ich möchte, dass ihr alle selber hinschaut. Das Problem, was ich inzwischen an der ganzen Sache sehe, ist halt, dass wenn man Selbsterforschung betreiben möchte oder soll oder was auch immer, und einem wird aber schon vorgegeben, was am Ende dieser Erforschung rauskommen soll,
dann ist es halt keine ehrliche Selbsterforschung mehr, sondern eben auch ein Glaubenssystem, nach dem man sich richtet. Also man findet halt dann bei seiner Erforschung das, was man vorher schon geglaubt hat, weil einem das andere Leute gesagt haben. Und insofern ist es dann eben auch einfach nur noch ein Glaubenssystem und wird aber dargestellt als Wissen, weil man es ja erforscht hat. Das ist so eine komische Schlussfolgerung, die logisch eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Von wegen, okay, ich habe jetzt etwas mir angeschaut aufgrund dessen, was andere Leute mir vorgegeben haben. Nach dem Muster, was die mir vorgegeben haben, ich mir die Dinge angeschaut, bin dann zu der gleichen Interpretation gekommen. Also muss das ja jetzt die Wahrheit und das Wissen sein. Ja, ja, das finde ich inzwischen ein bisschen schwierig, aber damals hat das sehr viel Sinn für mich gemacht und es fühlte sich halt dann auch richtig an. So viel zu Punkt 1. Punkt 2 der Liste ist, schon der erste Kontakt eröffnet dir eine völlig neue Sicht der Dinge. Als ich darüber nochmal nachgedacht habe, sind mir erstmal 3 Dinge aufgefallen. Vielleicht gibt es noch mehr, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich meine, natürlich als erstes kommt man ja, wenn man jetzt live in 'n Satsang geht. Ich kenne ja Live-Satsangs, so bin ich da hingekommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das nur online guckt, aber ich glaube, es hat einen ähnlichen Effekt. Also man kommt halt da rein und man kommt in diese friedliche und freundliche Atmosphäre. Das ist halt wunderschön. Und die ganze Art und Weise, wie die Lehrer häufig reden, also außer es sind diese modernen Non-Duality-Speaker, die so ein bisschen eher einen auf normal machen, sage ich mal. Also die klassischen Satsang-Lehrer sind halt eher alle so ein bisschen ruhig und gelassen und entspannt und reden in so einer ganz sanften und ruhigen Tonlage. Und das vermittelt einem irgendwie direkt so ein friedliches und schönes Gefühl. So wie der Typ das hier macht. Willkommen im Paradies des Seins. Willkommen in der Unermesslichkeit des Seins. Paradies, alles Synonym für Geborgenheit, für Freiheit, für Ursprünglichkeit. Das Selbst, das ihr seid, ist paradiesisch. Euer Selbst, euer Wesen ist euer Paradies in eurem Leben. Und ich meine, die ganze Idee von diesem Paradies, in dem wir eigentlich schon leben und dass das Paradies in uns ist und wir eigentlich das Paradies quasi selber sind und so. Ich meine, was für schöne Vorstellungen irgendwie. Und ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, ob der Lehrer einem sympathisch ist oder man da irgendwie was, ja, in dem sehen kann oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob seine Art mich so angesprochen hätte, aber ja, es vermittelt halt eine bestimmte Atmosphäre und ein bestimmtes Bild direkt. Und zwar ein sehr schönes und positives Bild, was einen eventuell dann auch sehr stark anzieht und weshalb man dann da erstmal sitzen bleibt oder sich das Ganze anguckt. Hier habe ich noch ein anderes Beispiel für euch vom Shiva, der mir also so vom Typ her wesentlich sympathischer ist. Aber ich meine, das ist natürlich Geschmackssache und man geht ja auch nicht zu jedem Lehrer, man sucht sich ja den Lehrer aus. Ja, willkommen zum Satsang. Heißt ja zusammen sein in Wahrheit. Und im Retreat sind wir nicht nur zusammen, wir gehen auch zusammen. Wir gehen gemeinsam ein Stück des Weges. Wohin? Nach Haus. Zum Selbst, was wir wirklich sind, und auch zu Gott. Das ist ja das Zuhause. Selbst ist in Gott zu Hause. Ich meine, dann sagt er so Sachen wie nach Hause gehen und gemeinsam nach Hause gehen und so. Und es klingt natürlich total schön. Und gerade für Menschen wie mich, ich verstehe das sehr gut, die sich halt in dieser Welt nicht zu Hause fühlen oder in sich selber nicht zu Hause fühlen und so, dann ist es natürlich so ein total schönes Versprechen. So, hey, ich finde hier ein Zuhause, ich finde den Weg zurück nach Hause. Das ist das, wonach man sich irgendwie so sehnt. Und deswegen, ich kann nach wie vor die Anziehung darin total gut verstehen. Und dann werden halt so Worte wie Gott noch in den Raum geworfen. Wenn das jetzt für einen nicht gerade negativ behaftet ist, dann hat das auch was Schönes. Für mich war das eigentlich immer ein nettes Wort. So Gott und Zuhause und Paradies und irgendwie, ja, es erzeugt halt ein irgendwie schönes und warmes Gefühl und ist eben anziehend für viele Leute. Das ist halt Punkt 1, also das ganze Setting, was irgendwie geschaffen wird.
Punkt 2, was quasi eine neue Sicht auf die Dinge sein könnte für viele Leute, ist eben dieser Fokus aufs Hier und Jetzt. Und da kann man sehr schnell sehr gute Erfahrungen mitmachen, wenn man sich drauf einlässt. Ich meine, deswegen ist das ja auch Achtsamkeit so ein Ding in der Psychotherapie, weil es halt hilfreich ist für die Leute. Und ich bin ja auch über diese Schiene überhaupt in den Satzang gekommen, also mit über Eckhart Tolle. Das ist ja sein, also dieses ganze Hier und Jetzt ist ja sein Ding. Ich meine, er hat das Buch geschrieben, Jetzt die Kraft der Gegenwart. Das war so sein, oder war, was heißt war, es ist sein Thema. Über ihn kommen halt viele Leute auch zum Satzang. Deswegen ein kurzer Ausschnitt von ihm, weil das passt einfach super dazu. Wenn ich mir bewusst werde des jetzigen Momentes, verlangsamt sich die Denktätigkeit und hört zum Teil zeitweise vollkommen auf, indem man sich vollkommen bewusst ist der Sinneswahrnehmungen, aber diese Sinneswahrnehmungen nicht mehr gedanklich benennt. Das ist vielleicht die fundamentalste spirituelle Praxis, ist dies, sich des gegenwärtigen Momentes bewusst zu. Und was ich ja immer wieder gerne sage, da werde ich auch nicht müde von, ich habe echt kein Problem mit Achtsamkeit. Ich finde, Achtsamkeit ist eine super gute Sache. Ich verteufel das überhaupt nicht. Das Problem ist eventuell die Massivität der ganzen Sache und auch in welchem Maß man diese Technik halt benutzt. Und ich habe das Gefühl, in spirituellen Kreisen wird es sehr häufig verwendet, um halt seine schwierigen Emotionen zu bypassen, also sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen oder auch sich mit seiner Geschichte und seinen Traumata nicht auseinandersetzen zu müssen, um das alles so wegzuschieben nach dem Motto, ach, das ist Vergangenheit und das zählt jetzt irgendwie nicht mehr. Es geht ja nur um das Hier und Jetzt und so. Und dann fühlt man sich unglaublich spirituell und unglaublich weise, weil man ja verstanden hat, dass alles immer nur Hier und Jetzt ist und so und es darum geht. Aber eigentlich verdrängt man viele Dinge damit. Das finde ich halt schwierig. Ansonsten finde ich an sich, das Konzept ist sehr hilfreich für viele Menschen. Aber natürlich sorgt es dann eventuell dafür, dass Leute, die sich davon... Mein Gott, es gewittert draußen so krass. Hört ihr das? Also... Leute, die sich von diesem Konzept dann angesprochen fühlen im Satsang, die meinetwegen zum ersten Mal in den Satsang kommen, dann wird da viel mit diesem Konzept gearbeitet und die fühlen sich dann, also kommen ins Hier und Jetzt und fühlen sich besser dadurch und so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass die sich auch auf die anderen Konzepte, die da vermittelt werden, halt mit einlassen, weil sich das schon mal alleine so gut anfühlt. Was häufig auch so eine neue Sicht auf die Dinge ist dieses Konzept von wegen, du bist nicht das, was du glaubst zu sein. Du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Gefühle, deine Gedanken, deine Empfindungen, also alles das, was du vorher als dich wahrgenommen hast, das bist du halt eigentlich alles gar nicht. Du bist eigentlich das reine Bewusstsein, das, was der Frieden ist, was göttlich ist, was unsterblich ist. Das ist auch immer so ein Ding. Ne, man hat Angst vor dem Tod und dann sagt einem jemand so, ey, eigentlich deine wahre Natur ist unsterblich. Ich meine, wie toll ist das? Also dieser Begriff von, also dieses, du bist halt nicht das, als was du dich eigentlich wahrnimmst und das, was dir wahrscheinlich Probleme bereitet, das bist du halt nicht, sondern du bist was viel Tolleres, nämlich das, was frei von all diesen Problemen ist. Und was eben dann mit diesen Worten von Glückseligkeit, Frieden, Liebe, Freude, was damit irgendwie verbunden wird und eben dem Begriff der Unsterblichkeit. Ist mit dem Tode alles aus? Alles ist nicht aus, denn das, was du bist, bleibt ja. Das kann ja nicht vergehen. Das ist immer die gute Nachricht. Das, was du bist, lebt für ewig. Mir ist bewusst, dass man mich hier ein wenig als verrückt ansehen kann. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, ist es ein Fakt, dass das, was wir tatsächlich sind, nicht von Raum und Zeit berührt werden kann. Und jeder Lehrer hat da so ein bisschen eine andere Wortwahl, wie er diese wahre Natur, die man dann eigentlich ist, umschreibt. Und deswegen, ich zitiere nochmal Ramana Maharshi, der Arme, der quasi Neo-Advaita gegründet hat, ohne es gründen zu wollen. Also die Lehrer später, die wir jetzt so haben, die haben sich halt viel an ihm bedient und an seiner Selbsterforschung, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob er das so praktiziert hat, wie das heute praktiziert wird. Ich glaube fast nicht. Aber er hat gesagt, wenn man seine wahre Natur realisiert, findet man unendliche Weisheit, Wahrheit und Glückseligkeit ohne Anfang und Ende.
Dann hat er noch gesagt, deine Natur ist Frieden und Glück. Das sind alles so wunderschöne Worte und ich meine, wer fühlt sich davon nicht angezogen? Also zumindest wenn man jetzt, ne, wenn man Schwierigkeiten hat mit Dingen, dann ist natürlich, das ist einfach eine schöne Vorstellung zu wissen, so ich bin Frieden und Glück und unsterblich und all diese tollen Sachen. Also diese ganze Idee von der wahren Natur und dass wir das halt, was wir denken, was wir normalerweise sind, eigentlich nicht sind und bla bla, das zieht halt Leute mit Problemen an und damit kommen wir direkt zum dritten Punkt, der lautet, das Weltbild der Gruppe ist verblüffend einfach und erklärt jedes Problem. Ich persönlich würde noch mal anfügen, hat auch die Lösung für jedes Problem. Und ich glaube, das ist auch eigentlich so ein Sektending. Ich weiß nicht, warum das nicht damit mit so aufgenommen worden ist. Also es gibt ja Millionen von Selbsthilfeprogrammen und ich würde mal fast sagen, Advaita ist so das optimale Selbsthilfeprogramm, weil du kannst halt mit einem Ding alle deine Probleme lösen. Es muss nur eine Erkenntnis stattfinden. Beziehungsweise das Einzige, was du tun musst, ist erwachen aus dem Traum zu deiner wahren Natur. Und wenn das halt passiert ist, wenn du erwacht bist, dann verschwinden quasi auch alle deine Probleme, weil die Probleme gehören halt zu dieser Person. Und wenn du ja erkannt hast, dass du das nicht bist, dann hast du mit diesen Problemen halt auch nichts mehr zu tun. Wie auch. Ich meine, du bist es ja nicht. Also dann, ne, haben diese Probleme auch keine Wichtigkeit mehr für dich. Weil dich gibt es dann in dieser Identifikation quasi nicht mehr. Und so wird halt dann jedes Problem, was du hast, jedes Leiden, was du hast, egal jetzt, ob das persönlicher Natur ist oder eben, keine Ahnung, mit der Welt, mit anderen Leuten, was auch immer, darauf zurückgeführt, dass du falsch identifiziert bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, leidest du zwangsläufig. Und wie gesagt, das ist das Bewusstsein, das leidet, das sich, weil es sich als ein Ego oder als ein falsches Ich denkt, leidet es. Hast du dich erkannt als das, was du bist, hört Leiden auf. Wir reden von Sein, Einssein. Es kann nicht anders sein. Was ist das Hindernis? Scheinbare Identifikation. Und die Lösung zu diesem Problem ist natürlich super einfach. Die Identifikation muss einfach weg. Ja, Heide, du sagst jetzt, der Gedanke an Tod macht noch immer Angst. Das wird so lange sein, wie du denkst, dass du ein Ich bist. So lange wird das sein. Erst wenn es weggefallen ist, hört es auf. Du bist der Ozean noch gar nicht, sondern du glaubst ja noch was anderes zu sein. Du bist dann noch mit dem Ich identifiziert. Und weil das so ist, haben wir natürlich ein Problem mit der Identifikation. Das bedeutet, wir verwechseln uns mit dem Plauderheini in uns und das macht das ganze Leben sehr schwer. Aber wenn der mal still ist und nur die Stille hochkommt und nichts gedacht wird, das ist tatsächlich möglich, also eine absolute Funkstille im Kopf, im Gewahrsein besser gesagt, dann ist nur noch die Stille da. Und kein Ich, kein Problem. Also wie er sagt, kein Ich, kein Problem. Es gibt sogar ein Buch, was so heißt. Ja, das ist quasi, kann man so sagen, der Leitsatz der Neo-Advaita-Szene. Also je nach Lehrer ist natürlich der Ansatz, wie dann dieses Ich-Problem gelöst werden kann, ist ein bisschen anders, aber der Grundsatz von wegen, das Ich ist das Problem, was quasi abgeschafft werden muss, damit alles dann gut ist, das bleibt halt. Es unterscheiden sich nur die Methoden, wie die Schüler herangeführt werden sollen daran, dass sie eben erkennen, wer oder was sie eigentlich sind und dass sie auf jeden Fall nicht das sind, was sie dachten zu sein. Das wird manchmal auch ein bisschen anders formuliert, diese Erkenntnis, die man dann haben muss. Also entweder muss man sehen, dass es keinen Handelnden gibt. Das Entscheidende, was passieren muss, damit du den Frieden erlangst, den du dir vielleicht wünschst, noch, weiß ich ja nicht, wer alles da ist das Verschwinden, ist das Aufräumen mit der Täterillusion. Man muss sehen, dass es keine Trennung gibt. Normalerweise glauben wir sind der Körper, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle und leben in einer real existierenden Welt, in einer materiellen Welt. Das ist sozusagen unser Leben. Und solange wir diese Illusion glauben, dass wir dieser Körper sind, bedeutet das, wir unterliegen der Täuschung der Trennung. Und solange Trennung da ist, gibt es keinen Frieden, keinen ewigen, zeitlosen, bedingungslosen Frieden. Man muss sehen, dass man reines Bewusstsein ist. Das Wichtige ist, dieses fundamentale Sein, das Sein in sich zu erkennen. Und das ist nur möglich, wenn der Denkapparat
zum Stillstand kommt und was übrig bleibt, ist das reine Bewusstsein, nicht das Bewusstsein, das eine Form angenommen hat. Oder da gibt es sicher noch mehr Sachen, aber das sind diese Erkenntnisse, die irgendwie da stattfinden sollten dann. Und manchmal geht es so weit, dass man halt sich nicht nur von diesem Ich desidentifizieren sollte, sondern dass dieses Ich, was man normalerweise denkt zu sein, das muss halt sterben. Sondern es geht ums Klick, ums Ende, um Tod. Bist du ready for die? Das ist die Frage. Bist du bereit zu sterben? Das ist die einzige Frage. Wenn du das bist, okay, dann kann das passieren, dann geht's kling. Aber ja, dann kommen die Ängste, weil dann geht's wirklich um all diese Anhaftung. Bin ich bereit, bin ich wirklich bereit, all das loszulassen? Und da geht's nicht einfach nur das loszulassen, was ich habe. Da geht's das ganze Leben loszulassen, das ganze Sein loszulassen. Diese Bereitschaft muss da sein. Bist du bereit, nicht zu sein? Bist du bereit zu sterben? Ja, das ist echt ehrlich gemeint. Um das geht's. Ich finde es furchtbar. Ich meine, wenn ich lebe, will ich leben. Wozu sollte man sterben, während man lebt? Man sollte erst mal leben und dann kann man sterben. Also, aber das sind alles so Sachen für sich. Das habe ich auch in anderen Videos schon behandelt. Das Interessante dabei ist, dass viele Leute, also die meisten von denen sagen, dass dieses Sterben des Ichs eigentlich Gnade ist, dass keiner was dafür machen kann, weil derjenige, der etwas dafür machen könnte, der ist ja schon Illusion. Und trotzdem, obwohl das gesagt wird, werden ständig irgendwelche Techniken angewandt, die diesen illusionären jemand dann dahin führen sollen, zu erkennen, dass er eigentlich nicht existiert. Also natürlich ist da ist kein Ich, also beziehungsweise das Ich ist das Problem, was entfernt werden muss, damit dann irgendwie dieses Erwachen oder die Befreiung oder wie auch immer man das dann nennen will, stattfindet. Das ist natürlich das Grundthema, aber da hängen halt ganz viele andere Konzepte noch dran, die dann so einen gesamten Glaubensbrei bilden. Also das ist ja nicht der einzige Punkt, um den das Ganze kreist, aber das ist halt der Hauptpunkt und deswegen habe ich das jetzt auch nur benannt in dem Zusammenhang. So, und dann erstmal weiter zu Punkt 4. Es ist schwer, sich ein genaues Bild von der Gruppe zu machen. Ich soll nicht nachdenken und prüfen. Meine neuen Freunde sagen, das kann man nicht erklären, das musst du erleben. Komme doch gleich in unser Zentrum. Ich habe das tatsächlich damals so ähnlich zu meinen Freunden gesagt. Also natürlich nicht, komme in unser Zentrum, das gab es ja gar nicht. Oder das gibt es auch so nicht natürlich. Das sind ja alles vereinzelte Lehrer und man geht halt dann zu vereinzelten Veranstaltungen, sage ich mal. Aber ich habe häufig versucht, Leute mitzuschleppen mit so Argumenten wie, da werden total interessante Fragen gestellt und die Stimmung ist total schön und ich bin halt kein Lehrer, ich kann dir das so nicht vermitteln, wie das da vermittelt wird. Und ich meine, es ist natürlich auch richtig, ich konnte es so nicht vermitteln. Und deswegen habe ich gedacht, ist das vielleicht, also weiß ich nicht, ich dachte so, die Leute müssen halt einfach mal mitkommen und das quasi selber erleben mit dieser Selbsterforschung, was da gemacht wird. Und dann könnten die so ein Gefühl dafür kriegen und dann fänden die das sicher auch gut. Weil ich meine, in meiner Idee war so, wie kann man das nicht gut finden? Das ist halt die Lösung für alles und das ist die Rettung der Welt und all solche Ideen. Im Grunde ja, kann man nicht wirklich wissen, worum es geht, bevor man nicht da war, weil es eben auch so ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Glaubenssätzen ist, die dann halt, oder Untersuchungen auch, die dann in diesem, da gibt es kein Ich münden. Aber ich meine, das reicht ja nicht. Wenn du jetzt zu deinen Freunden einfach nur sagst, so ja, das Ich gibt's nicht, ist alles eine Illusion, dann kommt das nicht so gut. Also da weiß man schon, dass es sinnvoll ist, diese Leute mit in den Satsang zu nehmen, damit die das quasi selber erleben und sehen, wie schön das alles sein kann. Und bezüglich Lehrern und all dem Kram sind wir jetzt schon bei Punkt 5. Die Gruppe hat einen Meister, ein Medium, einen Führer oder Guru, der allein im Besitz der ganzen Wahrheit ist. Ich habe das Gefühl, inzwischen sind all diese Worte, Meister, Guru etc. so ein bisschen verpönt. Die Leute nennen sich nicht mehr so. Es gibt auch weniger Leute, die sich indische Namen geben lassen oder selber geben, weil das irgendwie nicht mehr ganz so cool ist gerade. Aber früher war es halt so, da waren das halt die Gurus und die hatten indische Namen in den meisten Fällen und da ist man halt dann hingegangen. Und natürlich waren oder sind die im Besitz der Wahrheit. Ist auch scheißegal, ob sie sich jetzt umbenennen oder nicht, es ändert nichts dran, dass sie halt eine Wahrheit haben, die derjenige, der da hingeht, scheinbar nicht hat. Und klar,
Ist Satsang ist nicht so die eine Gruppe und die haben jetzt den einen Anführer oder sowas, sondern das sind quasi alles Einzelgruppen. Also Einzellehrer und insofern auch Einzelgruppen. Und ich meine, man kann dann selber entscheiden, wo man hingehen will, ob man irgendwo hingehen will oder ob man das halt eben auch nur online guckt. Da gibt es keine Gruppendynamik in dem Fall wie in anderen Sekten. Aber dieses ganze Lehrerding wird natürlich im Satsang einfach nochmal durch das ganze Setting verdeutlicht. Ich meine, der Lehrer sitzt vorne und die Schüler sitzen hinten und können dann vereinzelt zu dem Lehrer nach vorne gehen und sich dann ihm gegenübersetzen und dann irgendwie eine Frage stellen. Also da ist halt schon eine Separierung vorhanden und jemand wird vereinzelt aus der Gruppe dahingestellt, was schon mal so ein Eindruck gibt von, hey, der hat da auf jeden Fall irgendwas Besonderes. Natürlich, das ist eine normale Interpretation. Ich meine, die könnten sich ja auch bei kleinen Satsangs mal in so einen Stuhlkreis setzen. Vielleicht gibt es das sogar irgendwo. Aber im Normalfall sitzt halt der Lehrer immer vorne. Das ist so das Ding. Und das vermittelt halt den Leuten, dass der irgendwas Besonderes weiß. Und ich meine, diese Lehrer haben ja alle, was heißt alle? Es kommt drauf an, wie man es wahrnimmt, ne? Aber irgendwie ein gewisses Charisma. Und die sind halt sehr, sehr überzeugt von dem, was sie da reden. Also die reden mit einer großen Überzeugungskraft. Und das kann auf Leute auch sehr beeindruckend wirken. Sie sagen ja auch, sie kennen quasi die Wahrheit. Also insofern, und auch wenn sie es manchmal nicht so ausdrücken, dann sagen sie lieber so, das sind Fakten oder das ist offensichtlich oder wenn man mal genau hinschaut, dann wird man ja feststellen und so. Aber all diese Begrifflichkeiten deuten letztlich darauf hin, dass sie halt glauben, sie haben die Dinge verstanden. Deswegen ich bin jetzt nicht hingegangen und habe unter all den 3900 Millionen Satsangs rumgesucht, bis irgendein Lehrer mal gesagt hat, hey, ich habe die Wahrheit. Weil ich nicht weiß, ob es wirklich in der Ausdrucksweise so gesagt wird, aber es schwingt halt komplett mit. Also da kann mir keiner erzählen, dass die irgendwie dann nicht die Wahrheit verkünden. Also es werden auch, also so Sätze wie ich glaube das und das oder meiner Meinung nach das und das aus einem Mund von einem Lehrer gibt es eigentlich nicht. Das ist immer so, ja, so und so ist es. Außer bei manchen Dingen, und das fand ich immer sehr positiv am Satsang und das finde ich heute vielleicht sogar immer noch gut, aber dass manche Lehrer zu manchen Themen einfach dann echt keine Meinung hatten. So, dann wurde halt gefragt, ja, wie ist es denn nach dem Tod? Was passiert denn da? Und dann haben manche Lehrer auch echt gesagt, so, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Bin ja nicht tot. Das finde ich gut. Und das fand ich halt auch immer gut. Und es hat mir noch mehr Vertrauen in die ganze Sache gegeben. Das war natürlich dann wieder ein bisschen schwierig. Aber ja, generell, also abgesehen von diesen Themen, die wirklich einfach für uns Menschen eigentlich nicht zu beantworten sind, gab es schon ein sehr fixes Set an Meinungen und Glaubenssachen zu Themen, was aber eben als Wissen dargestellt wurde. Das passt direkt sehr gut zu Punkt 6, der lautet: Die Lehre der Gruppe gilt als einzig echtes, ewig wahres Wissen. Die etablierte Wissenschaft, das rationale Denken, der Verstand werden dagegen als Verkopfung, als negativ, satanisch oder unerleuchtet abgelehnt. Das fand ich einen sehr geilen Punkt, weil gerade dieses Ding mit dem Verstand ist halt so ein riesiges Thema im Satsang. Der Verstand ist halt häufig die Instanz, die einen vom Erwachen abhält, genauso wie das Ego. Ich habe das Gefühl, das wird auch oft in einen Topf geworfen. Also eigentlich meinen die das Gleiche mit Verstand und mit Ego, aber so sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall ist der Verstand jetzt nicht gerade so das erwünschteste Ding im Satsang, eher im Gegenteil. Und oft versuchen die das dann so anders zu formulieren, dass es eher so ein bisschen erscheint, als wäre ja alles akzeptiert und alles wäre in Ordnung, auch der Verstand und die Gedanken und so. Und dann finden aber so subtile Abwertungen statt. Ich habe hier ein tolles Zitat gefunden von Eckhart Tolle, was nicht ganz so subtil ist. Jeder, der mit seinem Verstand identifiziert ist, statt mit seiner wahren Stärke, dem tieferen im Sein verankerten Selbst, wird die Angst als ständigen Begleiter haben. Ich meine, wie krass, also das ist, ich finde das schon echt krass so. Hey, wenn du mit deinem Verstand identifiziert bist, dann bist du auf jeden Fall in der permanenten Angst oder die Angst wird ständig bei dir sein. Also das finde ich schon das ist sehr negativ dem Verstand gegenüber. Der arme Verstand. Ich zeige euch jetzt noch einen Videoausschnitt von einem Typ, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, ehrlich gesagt. Er nennt sich bei YouTube Live-Satsang. Der gibt auch so ein
Wie kannst du in 6 Monaten erwachen? Ich helfe dir dabei. Kurs. Dazu wollte ich noch mal ein separates Video machen. Das kommt irgendwann. Aber erstmal jetzt zu dem, was er zu sagen hat. Der Verstand macht sowas. Diese moralische Trennung und Unterscheidung, was richtig ist und was falsch. Was hat das mit moderner Spiritualität zu tun? Es hat das zu tun, dass der Verstand das Problem ist, was wir haben, warum wir glauben, dass jetzt nicht schon alles in Ordnung wäre. Also wir haben ja das Gefühl, dass wir noch nicht angekommen sind, dass wir noch nicht die richtige Erkenntnis haben, dass wir noch nicht eins sind mit der Realität, mit dem Göttlichen. Ja? Aber das ist der Verstand, der uns das einredet, der das behauptet. Und ich meine, das ist halt wieder so ein Ding, wo man nicht sagen kann, es stimmt halt gar nicht. So natürlich lassen wir uns manchmal von unserem Verstand quasi Dinge einreden, die so gar nicht stimmen. Und natürlich ist es wichtig, diese Aussagen, die da manchmal einfach so aufploppen, die zu hinterfragen und zu gucken, so ist es eigentlich richtig? Stimmt das eigentlich, was ich da über mich selbst denke? Aber ich meine, manchmal sind wir halt im Leben noch nicht angekommen und haben eben auch Ängste oder Zwänge oder was weiß ich. Und da muss man halt irgendwie dann mitarbeiten. Das reicht nicht zu sagen, so, ich glaube meinem Verstand jetzt nicht mehr oder mein Verstand hat Unrecht oder das kommt alles nur aus dem Verstand. Manche Dinge sind wirklich körperlich gespeichert. Das lässt sich nicht einfach überwinden, indem man das auf den Verstand schiebt. Und abgesehen davon sind Urteile, die ja gerne auch so verteufelt werden, Urteile sind etwas sehr Gutes. Man sollte unterscheiden können zwischen Dingen, die für einen gut und schlecht sind. Häufig werden Urteile verurteilt oder Bewertungen verurteilt. Und das ist einfach Quatsch. Das ist eine menschliche Fähigkeit, die wir haben, die sehr, sehr sinnvoll ist hier. Dann habe ich noch Folgendes gefunden, was ich super gruselig fand. Das Video hat den Titel Widerstehe deinem Verstand. Schaut weiter, immer wieder aus dem Herzen, aus diesem nicht körperlichen Herzen, aus der Unendlichkeit deiner selbst, in dich selbst hinein und das immer und immer wieder entdecken. Und lass den Verstand jammern und meckern. Und glaubt ihm nicht, glaubt ihm nicht, glaubt ihm nicht. Und immer wieder zu entdecken, wenn kein Gedanke über diese scheinbare Person und die Ereignisse darum hier sind oder wie Leben sich zeigen müsste oder wie Welt sein sollte, dann bleibt einfach nur die stille Leerheit deiner selbst immer wieder übrig. Dieses ganze Ding mit der Leerheit von einem selbst und so, das finde ich inzwischen überhaupt nicht mehr ansprechend. Aber was ich viel, viel schlimmer finde, ist dieses Ding von wegen glaube deinem Verstand nichts. Ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht mit den schädlichen Ratschlägen von spirituellen Lehrern, weil es ging halt um eine bestimmte Lehrerin, die da auch solche Aussagen getroffen hat. Auch da versuche ich das hier. Nein, hier, ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Ich komme mit Spiegelung nicht zurecht. Hier, also da, dort, meine Güte, da, so, hier versuche ich das nochmal zu verlinken. Ich weiß auch da nicht, ob es funktioniert. Ansonsten findet ihr das Video nochmal in der Infobox unten. Die Frau hatte ja auch davon gesprochen, irgendwie man soll halt seinen Gedanken nicht glauben und kein Gedanke ist wahr und sowas. Und ich finde es so ungesund. Ich meine, es ist super wichtig, dass man sich selbst vertraut und zu einem selbst gehören halt auch die Gedanken und eben auch der Verstand. Und wenn ich mir selbst in dem Fall einfach nicht mehr vertrauen und nicht mehr glauben kann und das wirklich von Lehrern auch, wo man denkt, die wissen irgendwie was Tolles, von Lehrern gesagt wird, glaube dir selbst nicht mehr. Und man glaubt denen dann eben mehr als einem selbst, dann kann das meiner Ansicht nach nicht unbedingt zu was Gutem führen. Das Problem ist häufig, dass man am Anfang, wenn man da so reinrutscht in diese Nummer, dass man denkt, es geht nur so um den inneren Kritiker. Was man ja auch aus der Psychologie kennt, ne? Diese Stimme in einem selbst, die einfach so überkritisch einem selbst gegenüber ist. Und man denkt so, okay, darum geht's, dass ich irgendwie lerne, davon mehr Abstand zu gewinnen und so. Und mit der Zeit erst begreift man so, nee, darum geht's nicht. Es geht eigentlich um alle Gedanken. Es geht um den Verstand im Allgemeinen, der halt zwischen mir und der Erleuchtung oder dem Erwachen oder der Befreiung oder dem halt steht. Und da man ja dann inzwischen schon so weit ist, dass man halt diese Befreiung haben will, dann fängt man halt an, seinen eigenen Verstand und sich selbst halt irgendwie zu
ja, abzuwerten und zu verteufeln und was auch immer. Also verteufeln ist vielleicht ein krasses Wort, aber es kann dazu kommen und das ist einfach absolut ungesund. Was ist es also? Es ist ganz einfach. Man braucht nicht sich bemühen, es zu verstehen. Man könnte sogar sagen, man kann es gar nicht verstehen. Solange man versucht, es zu verstehen, ist es nicht da. Und dieser bekloppte Satz so, man kann es nicht verstehen. Solange man versucht, es zu verstehen, ist es nicht da. So was Ähnliches hört man halt immer wieder mal. Und ich meine ganz ehrlich, das stiftet einfach nur Verwirrung. Ich meine, hör mal auf, etwas verstehen zu wollen, was du halt eigentlich verstehen möchtest, weshalb du da bist, weil du denkst, es bringt dir die Befreiung. Und dann denkst du, du solltest es nicht mehr verstehen dürfen, aber irgendwie willst du es ja irgendwie doch. Und dann denkst du musst aufhören, es zu verstehen, um es zu verstehen. Und das ist dann einfach nur irgendwann absoluter Brainfuck. Zu dem Thema Satsang und Verstand oder Ego und Abwertung dieser Dinge könnte man so viel sagen. Da kann man eigentlich ein eigenes Video zu machen. Aber das ist ja jetzt nicht der Plan. Deswegen versuche ich, das relativ kurz zu fassen. Aber zum Abschluss nochmal folgenden Videoausschnitt. Wenn ihr immer wieder die Entdeckung macht, dass hier etwas ist, was einfach völlig unzerstörbar ist. Und dass jedes Mal, wenn die Aufmerksamkeit genau dahin geht, das einfach zur Verfügung steht. Und dass das einfach ein unendlicher Raum ist, in dem dieser Körper und alles, was hier so passiert, stattfindet. Und je klarer das in euch wird, umso mehr kann ich euch auch sagen, kommt dieser Verstand auch wieder zurück. Oder will einfach hier wieder seine Stellung einfach behalten. Und der wird euch, weiß Gott, was für Geschichten erzählen. Und der wird euch Zweifel näher bringen und sagen, ey, lass das alles, du weißt gar nicht mehr, wie du damit zurechtkommen sollst und was soll das alles ja noch, stimmt das ja alles gar nicht und schau mal, die Gefühle sind ja auch noch da und wenn das ja alles richtig wäre, dann würden ja diese Gefühle nicht mehr da sein oder dann würde dein Leben schlagartig anders sein. Also der hat je nachdem in jeder Person ganz speziell einfach maßgeschneidert, kommt der einfach zurück und möchte wieder die Stellung halten, dem widersteht, immer wieder. Egal wie emotional geladen das ist, was er hier so dann zum Präsentieren hat. Schaut immer wieder auf das, wo ihr für euch schon erkannt habt, ja, das ist Wahrheit. Und was hier halt letztendlich kommuniziert wird, ist so, wenn du am Satsang und an den Aussagen im Satsang zweifelst, dann zweifel bitte an deinen Zweifeln. Glaube dir selbst nicht, hör auf dich selbst nicht, hör auf dein Gefühl nicht. Man wird quasi dazu ermutigt, sich selber nicht mehr zu vertrauen. Und das ist absolut schädlich und das ist einfach nur so sektenmäßig, dass mir dazu da fällt mir gar nichts anderes mehr zu ein. Punkt 7. Kritik durch Außenstehende wird als Beweis betrachtet, dass die Gruppe Recht hat. Also ich weiß nicht, ob es nötig ist, dass Kritik durch Außenstehende kommt, um zu wissen, dass man Recht hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das so sein musste, weil ich wusste auch so, dass ich Recht hatte. Da musste jetzt keine Kritik kommen. Das Einzige, was klar war, ist so, wenn Kritik innerhalb der Gruppe kommt, also wenn man im Satsang sitzt und da kommt jemand nach vorne und der hat irgendwie kritische Fragen, also wirklich kritische Fragen und lässt sich nicht innerhalb der ersten 5 Minuten auf das ein, was der Lehrer sagt, dann wird er halt einfach weggeschickt. Dann sagt der Lehrer so, ja, es ist Zeitverschwendung, mit dir zu reden, bitte geh. Und da merkt man halt schon, Kritik ist einfach nicht erwünscht. Warum auch immer, wahrscheinlich wirklich, weil es denen wirklich vorkommt wie Zeitverschwendung, weil die wollen ja ihre Message verbreiten, die wollen ja die Wahrheit verkünden. Also jeder, der da irgendwie gegenredet, ist halt einfach nur so ein Störfaktor in der ganzen Sache. Aber ich meine, an sich passiert es halt auch sehr selten, dass jemand mal kritisch da nach vorne kommt. Aber letztlich ist es irrelevant, weil den Mitgliedern, denen ist quasi eh klar, dass sie die Wahrheit haben. So, die brauchen keine kritische Bestätigung von außen. Es ist halt eher so von wegen, okay, die Leute, die das halt kritisch sehen, die haben es halt einfach noch nicht verstanden. Was auch so ein klassischer Religions-Sekten-Dingsbums-Punkt ist. Punkt 8. Die Menschheit treibt auf eine Katastrophe zu und nur die Gruppe weiß, wie man die Welt retten kann.
Das fand ich ein bisschen schwierig, weil das kann man jetzt absolut nicht verallgemeinern. Ich glaube nicht, dass also, es wird nicht so häufig über die Menschheit und die Katastrophen, auf die die Menschheit irgendwie zutreibt, darüber wird jetzt nicht so häufig geredet, soweit ich weiß. Der Einzige, der das häufiger mal so in der Richtung erwähnt, ist Eckhart Tolle. Von dem zeige ich gleich noch mal 'n Ausschnitt. Aber natürlich ist den Mitgliedern, ich nenne sie jetzt mal so, denen ist natürlich klar, dass die Welt besser dran wäre, wenn alle das glauben würden, was oder das Wissen hätten, was sie haben. Ich meine, das ist offensichtlich. Das ist, da braucht es keine Katastrophe zu. Aber jetzt kurz zu Eckhart Tolle. Das menschliche Bewusstsein entwickelt sich weiter, ist im Begriff, sich weiterzuentwickeln. Wenn die Entwicklung und die Evolution des menschlichen Bewusstseins abgeschlossen wäre jetzt, das wäre eine schreckliche Tragödie. Dann sind wir verdammt dazu, diese Welt ein Problem nach dem anderen von Menschen herbeigebracht, die unbewusst sind. Und es wäre eine Hölle auf Erden würden wir schaffen, wenn nicht eine Evolution des menschlichen Bewusstseins jetzt bald eintritt. Und es tritt schon ein, weil ihr hier seid. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gelacht, als ich das Video gesehen habe, weil er ist so ein bisschen, ich weiß nicht, er hat da so ein bisschen so ein Wunschdenken von wegen so: „Oh Gott, ich kann es nicht ertragen, dass die Welt so ein furchtbarer Ort ist und deswegen muss ich mir jetzt einreden“, natürlich gestehe ich mir nicht ein, dass ich mir das einrede, aber, ne, die Leute sind alle eigentlich auf so einem guten Weg der Bewusstseinsentwicklung und vor allem natürlich die Leute, die in meinen Seminaren sitzen, die wissen schon viel besser Bescheid, aber die ganze Welt wird aufsteigen in eine, keine Ahnung, in ein besseres Bewusstsein. Und dann habe ich natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen, die Welt zu retten mit meiner Message, die ich hier verbreitet habe. Und ich meine, diese, keine Ahnung, ich meine, keine Ahnung, auf welchem Weg die Menschheit ist, wie will man das beurteilen können? Also wenn ich hier draußen auf die Straße, das klingt wie Silvester draußen. Wenn ich hier draußen auf die Straße gehe, dann fühlt sich das nicht nach irgendeiner Bewusstseinsentwicklung an, ganz im Gegenteil. Also es ist halt so, wenn man es unbedingt so betrachten will, dann sieht man das sicher auch so. Aber ob das jetzt Fakt ist, ich weiß es nicht. Und er stellt es halt auch gerne als Fakt hin. So nach dem Motto, die Welt ist auf jeden Fall auf dem Weg zu einem besseren, zu einer Verbesserung. Weil ich möchte das so. Ja, aber das machen viele von diesen spirituellen Leuten in allen möglichen Richtungen. Ich glaube wirklich, weil die es nicht ertragen können, dass die Welt vielleicht einfach ein Scheißort ist. Das passt dann sehr gut zu Punkt 9, der halt danach kommt. Die Gruppe ist die Elite und die übrige Menschheit ist krank und verloren, solange sie nicht mitmacht bzw. sich retten lässt. Im Zuge dessen dachte ich, zeige ich noch mal einen Ausschnitt aus dem Video mit der Maya Karina, was ich auch so gruselig fand. Das heißt, es gibt keinen Feind da draußen. Einen Feind da draußen gibt es nur dann, wenn ich nicht bereit bin, wenn die Bereitschaft hier nicht da ist, mich in dem anderen zu erkennen. Und das ist die Hölle. Und sie sagt halt im Grunde, solange man nicht so denkt wie sie, lebt man in der Hölle. Was ich nach wie vor einfach eine total krasse Aussage finde. So, wie kann man denn die ganzen Leute beurteilen, die irgendwie nicht so leben wie sie? Wie kann man denn beurteilen, dass die in der Hölle leben? Das weiß man doch gar nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sehr glücklich leben, ohne in ihrem Mindset zu sein. Dann habe ich natürlich noch ein schönes Beispiel von Eckhart Tolle gefunden. Das ist echt so sein Thema. Ich meine, der hat ja auch dieses Buch geschrieben, Die neue Erde. Da steht bei Amazon zu Folgendes: Nach den Erfolgsbüchern Jetzt und Leben im Jetzt. Was auch geil ist irgendwie. Ich habe nur das Jetzt gelesen, aber Jetzt und Leben im Jetzt. Ich frage mich, ob in Leben im Jetzt was anderes steht als in Jetzt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, klärt mich bitte in den Kommentaren darüber auf. Also, nach den Erfolgsbüchern, bla bla, geht Eckhart Tolle mit seinem Bestseller Eine neue Erde einen Schritt weiter. Er setzt das Erwachen eines radikal geänderten persönlichen Bewusstseins in Beziehung zum Kollektivbewusstsein. Nur wenn wir uns in einen inneren Raum jenseits von Gedanken, Emotionen und reaktivem Verhalten bewegen, erfahren wir Liebe und eine allumfassende Intelligenz.
Nur wenn viele Menschen diesen Schritt gehen, wird sich ein neues Bewusstsein entwickeln. Und nur ein neues Bewusstsein kann uns und die Erde vor Zerstörung bewahren. Wie krass ist das? Ich meine, dazu muss ich echt nichts mehr sagen. Aber, also keine Ahnung, ob er irgendwie so einen Messias-Komplex oder so hat. Von wegen, ich muss die Menschheit retten und sowas. Und ich kann mit meiner Message die Menschheit retten. Ich glaub, da steckt ganz viel davon drin. Das Video, aus dem ich euch jetzt den Ausschnitt zeige, heißt, wie du deine Ängste für immer los wirst. Das ist ja schon so ein toller Titel. Sowas mag ich immer besonders gerne, wenn sowas verallgemeinert wird. Und dann für immer. Für immer wirst du deine Ängste los, wenn du diesen einen Tipp befolgst. Aber gut, nun zum Ausschnitt. Dein Leben wird mehr und mehr im gegenwärtigen Moment zentriert, statt in der Zukunft zentriert zu sein. Du bist ein junger Mann. Das Leben eines jungen Menschen tendiert dazu, eher zukunftszentriert zu sein. Wenn du 70 oder 80 Jahre alt wärst, wärst du eher vergangenheitszentriert. Aber beides sind dysfunktionale Zustände. Du wärst erstaunt, wie viele Menschen in der Vergangenheit oder Zukunft leben. Die leben tatsächlich dort. Es ist verrückt, völlig krank, im Sinne von nicht gesund, aber es ist normal, denn die normale Ungesundheit, der verrückte Wahnsinn, der wird als normal angesehen heute. Ich meine, er benutzt so Worte wie dysfunktionaler Zustand, krank, verrückt, nicht gesund. Das sind ziemlich heftige Worte und ich habe das Gefühl, er stülpt das halt allen Leuten über, die quasi nicht in seinen Seminaren sitzen. Also alle, die nicht das machen, was er da proklamiert, die gehören in diese Kategorie. Und ich habe übrigens mal geguckt, ein Seminar oder was heißt Seminar, so ein Talk von ihm, wo der füllt ja Stadien, der Typ. So ein Ding kostet zwischen 57 und 197 Euro. Also quasi 200 Euro bezahlt man dann für irgendwie so einen Platz ganz vorne wahrscheinlich. Aber das ist auch noch mal so ein Thema für sich. Ich meine, klar, ich verstehe den Ansatz von wegen, wenn Leute sich die ganze Zeit gedanklich in der Vergangenheit oder der Zukunft bewegen, ist das vielleicht nicht gut für die und so. Aber vielleicht ist es sogar für manche Menschen gut. Vielleicht stört es auch manche Menschen gar nicht. Vielleicht ist es auch einfach für manche Menschen so und vielleicht ist es auch für manche Menschen einfach nicht die ganze Zeit so, sondern ist ein gewisser Anteil in ihrem Leben. Ich glaube, so ist es normalerweise. Und da kann man einfach nicht von einem kollektiven, dysfunktionalen Zustand reden. Das ist viel zu krass ausgedrückt. Für mich vermittelt das einfach so ein Ding von wegen, Leute, entweder ihr macht genau das, was ich mache, hier mit dem ganzen Präsentsein und so weiter, und das ist halt der Weg für die neue Erde und bla, und dann kann man sich nochmal besonders fühlen, weil man Teil von so einer positiven, guten Entwicklung und Rettung der Welt und so ist. Oder man ist halt in dieser anderen Kategorie von Leuten, wo man halt eigentlich nicht hingehören will, weil die sorgen für die Zerstörung von allem. Klingt vielleicht ein bisschen radikal, aber so ein bisschen schwingt es für mich mit. Jetzt machen wir einen großen Sprung von Punkt 9 zu Punkt 16, weil dazwischen Sachen waren, die für mich jetzt nicht zugetroffen haben. Ich komme darauf aber nochmal zurück. Also Punkt 16 ist, wenn ich zweifle, wenn sich der versprochene Erfolg nicht einstellt, bin ich selbst schuld, weil ich mich nicht genug einsetze oder weil ich nicht stark genug glaube. Da möchte ich nochmal schnell das hier einblenden. Und lasst den Verstand jammern und meckern. Und glaubt ihm nicht, glaubt ihm nicht, glaubt ihm nicht. Also wenn sich quasi die Befreiung nicht einstellt, dann habe ich einfach zu sehr meinem Verstand geglaubt. Dann habe ich zu sehr mir selbst und meinen Gefühlen vertraut. So, das ist nicht gut, das zu machen. Ich meine, ganz ehrlich, ich nach meinem Ausstieg hatte genau diese Probleme, dass ich dachte, oh mein Gott, ich glaube jetzt meinem Ego. Mein Ego will mich da rausziehen und ich darf doch meinem Ego nicht glauben, ich darf doch meinem Verstand nicht glauben und so weiter. Und es war ganz, ganz furchtbar für mich, weil ich an mein eigenes Gefühl einfach nicht mehr geglaubt habe. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich meine, andererseits, wenn man jetzt 20 Jahre da sitzt und es passiert halt einfach gar nichts,
Dann kann man natürlich auch immer noch sagen, die Gnade hat mich nicht getroffen. Es soll nicht mein Schicksal sein, weil ich kann ja gar nichts dafür tun. Entweder das passiert oder das passiert nicht. Das sind dann auch noch mal so Sachen. Und ich meine, man hat mir dann am Ende auch gesagt, als ich da depersonalisiert rauskam, dann hieß es halt, du hast die Wahrheit nicht integriert. Wo ich weiß nach wie vor nicht genau, wie das gemeint ist. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich viel zu verwirrt war für alles. Aber es gibt alle möglichen Ausreden, die diese Lehrer dann erfinden quasi, oder was heißt erfinden, für die ist das so, warum du Schwierigkeiten hast mit der Lehre oder warum das bestimmte Probleme bei dir ausgelöst hat. Und auf jeden Fall ist es immer deine Schuld. Es ist niemals deren Schuld, definitiv. Und ich glaube, ganz häufig liegt es daran, dass man halt, entweder man glaubt halt seinem Ego oder seinem Verstand einfach zu viel. Und das muss man ja überwinden. Und wenn man das halt nicht hinkriegt, ja, dann selber schuld. Das ist wirklich so ein Punkt, was ganz, ganz schlimm ist, wenn man dann aussteigt. Man kann ja nicht in dem Sinne nicht aussteigen, weil es keine so fixe Glaubensgemeinschaft ist, aber für sich selber, man kann für sich selber, es hat sich für mich so angefühlt, kann man aussteigen. Und diese Gedanken verfolgen einen wirklich lang. Dieses Ding von wegen, man selbst hat es falsch gemacht. Eigentlich war das ja was Gutes. Das war was Gutes, nur man hat es halt nicht richtig verstanden. Man hat es irgendwie nicht richtig umgesetzt. Man hat halt seinem Ego zu viel geglaubt, seinen Gefühlen, seinem Verstand, was auch immer. Also all diese Schuld, die man sich selber dann nochmal auflädt, dafür, dass es einem schlecht geht damit. Das ist nicht cool. Und ich finde gut, dass es in dieser Liste auftaucht. Und es ist definitiv ein Punkt, der zutrifft. Dann will ich kurz die Punkte erwähnen, die ich jetzt übergangen habe, also die quasi nicht zutreffen. Das ist einmal Punkt 10. Ich soll sofort Mitglied werden. Man kann quasi kein Mitglied werden, weil es keinen Club oder keine Gemeinschaft in dem Sinne gibt. Kann man nicht. Punkt 11. Die Gruppe grenzt sich von der übrigen Welt ab und nimmt eine strenge Reglementierung zwischenmenschlicher Beziehungen vor. Das gibt es insofern auch nicht. Da gibt es keine Reglementierung. Da kann immer noch jeder machen, was er will. Und Gott sei Dank. Das fand ich auch immer sehr gut. War mit ein Punkt, der mich angesprochen hat, weil man hat mich halt nicht eingeschränkt in irgendwas. Punkt 12. Die Gruppe will, dass ich alle alten Beziehungen abbreche, weil sie meine Entwicklung behindern. Gibt es auch nicht, man kann machen, was man möchte. Punkt 13. Mein Sexualverhalten wird mir exakt vorgeschrieben, etwa Partnerwahl durch die Leitung, Gruppensex oder auch totale Enthaltsamkeit. Gibt es auch nicht. Also all diese Punkte, das sind so Sachen von Vorschriften und Vorschriften finden da nicht statt, weil Moral gibt es ja nicht, gut und schlecht gibt es ja nicht. Also das wäre ein bisschen albern, wenn die einem dann Vorschriften machen würden. Punkt 14. Die Gruppe füllt meine gesamte Zeit mit Aufgaben. Verkauf von Büchern oder Zeitungen, Werben neuer Mitglieder, Besuch von Kursen, Meditation. Das ist jetzt auch nicht so. Also das kann man sich selber aussuchen. Ich habe damals ein paar Sachen gemacht für meinen Guru. Das habe ich auch gerne gemacht. Ich finde es im Nachhinein ein bisschen krass, dass ich das unentgeltlich gemacht habe, aber man tut es halt gerne für seinen Guru. Ist halt einfach so. Aber ich wurde nicht dazu gezwungen. Ich wollte das halt. Das ist alles okay. Da würde ich jetzt auch niemandem einen Vorwurf draus machen. Punkt 15. Es ist schwer, alleine zu sein. Jemand aus der Gruppe ist immer bei mir. Das ist auch Quatsch. Man wird ja nicht verfolgt oder so. Wirklich ist es übel, wenn man sich vorstellt, dass es solche Sachen viel gibt. Das ist ganz schlimm. Dann hatte ich ja noch was bei Punkt 16 und dann gibt es halt noch Punkt 17. Die Gruppe verlangt strikte Befolgung ihrer Regeln und Disziplin als einziger Weg zur Rettung. Gibt es halt auch nicht. Also ich würde sagen, all diese Reglementierungspunkte, die fallen halt raus, die werden nicht erfüllt. Aber all diese anderen Punkte von, weiß ich jetzt nicht, unter welchen Begriffen ich das zusammenfassen soll, die werden halt definitiv erfüllt. Und ich würde eigentlich gerne noch einen Punkt hinzufügen. Und zwar, die Gruppe bietet unangemessene therapeutische Angebote an. Dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Ich verlinke das ganz am Ende nochmal, weil ich habe keine Lust mehr auf die Links hier oben und dass es nicht funktioniert. Also ganz am Ende findet ihr das Video nochmal, weil ich das wirklich schwierig finde. Also diese therapeutischen Angebote oder dieses Ganze, wie beendest du deine Zwangsgedanken, wie beendest du deine Ängste, wie wirst du für immer von dem und dem befreit, bla, wie hast du keine Traumata mehr, all dieser Kram, der dann beantwortet wird mit vereinfachten Konzepten von diesen Leuten, die einfach mit der Realität und mit dem, was Menschen brauchen, sehr wenig zu tun haben.
Aber gut, den Punkt gibt es halt auf der Liste nicht, den habe ich mir jetzt selber mit dazu gedacht. Ja, so viel zu der Sekten-Checkliste. Das waren einige Punkte. Ich finde, es sind ziemlich viele erfüllt, was mir ein ganz gutes Bild oder einen guten Überblick verschafft über das, was ich mir eh schon gedacht habe. Ich denke halt, es ist so wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg findet und dass man halt nicht nur, weil jemand irgendwo da vorne sitzt oder irgendwie weise aussieht oder ein paar coole Sachen sagt, dass man nicht alles einfach ungefragt annimmt, weil das passiert leider häufig. Und es ist auch nicht so, dass alles, was im Satz dann gesagt wird, falsch ist. Das wäre auch falsch, das zu behaupten. Das habe ich, glaube ich, auch damals in dem Video schon gesagt. Das ist nicht so. Aber nicht alles ist richtig und nicht alles ist für jede Person richtig. Und es ist halt schwierig, wenn dann so Sachen, also wenn dann dafür gesorgt wird, dass Leute ihrem eigenen Verstand nicht mehr glauben oder ihren Gefühlen nicht mehr glauben oder solche Sachen. Weil darum geht es letztlich. Man muss sich selber noch vertrauen können, um zu wissen, welche Dinge man annimmt und welche man lieber nicht annimmt. Ich glaube, wenn man zu den Leuten gehört, es gibt ja diese Leute, die können sich irgendwie aus allem so ihre Sachen zurechtpicken, die ihnen irgendwie gefallen und dann machen die sich ihr eigenes Ding daraus und so und dann ist das alles okay. Aber wenn man so wie ich und viele andere Menschen auch, dann irgendwie Halt sucht in irgendwas und dann kommen die und bieten dir was an und das fühlt sich unglaublich gut an und dann bist du bereit, einfach alles, was die sagen, ungefragt anzunehmen, weil du auch, ja, weil es sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise richtig anfühlt und du auch sonst nicht weißt, wohin und irgendwie denkst, so, okay, ich hatte jetzt ein wirklich extrem gutes Gefühl innerhalb dieser Gruppe, also muss ja auch alles, was die da vermitteln, also muss das ja alles richtig sein. Wenn das halt passiert, dann wird es schwierig. Also dieses Ding von wegen ein tolles Erlebnis und ich bin bereit, alles anzunehmen. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Sache, die echt nach hinten losgehen kann. Ansonsten natürlich ist es cool, auch Input zu haben von anderen Leuten. Man kann ja nicht, also gerade wenn es um Probleme geht, man kann ja nicht alles aus sich selbst irgendwie schöpfen. Natürlich ist anderer Input gut, aber ich finde es nach wie vor auch schwierig, wenn Leute eben meinen, sie hätten die Wahrheit gefunden. Vielleicht sollte man sich eher an Leute wenden, die so Sätze sagen können, wie ich glaube oder ich vermute und vielleicht wäre das und das gut für dich oder irgendwie so in der Richtung. Vielleicht wäre das sinnvoller als Menschen, die sagen, sie wüssten Bescheid und sie hätten die Wahrheit und all diese oder die Dinge, das ist ja offensichtlich, ist Fakt, all diese Ausdrucksweisen. Ich glaube, das Wichtigste, und ich meine, das sage ich immer wieder, aber ich werde auch nicht müde davon, das zu sagen, ist einfach so, bitte nicht alles ungefragt hinnehmen. Einfach erstmal wirklich für sich nachprüfen. Wirklich für sich nachprüfen. Und nicht so, ach, der sagt bei der Selbstüberprüfung, Selbsterforschung, bla, soll das und das rauskommen und deswegen wird es wohl so sein. So nein, man sollte für sich selber wirklich nachgucken und sich selbst gegenüber ehrlich sein und sich selbst glauben und vertrauen. Und das ist halt super wichtig. Und da diese Leute, diese Lehrer, nicht in der Lage sind, Verantwortung dafür zu tragen oder auch mal zu sagen, so, hey, das, was wir hier sagen, kann eventuell ganz schlimme psychologische Auswirkungen haben auf Leute. Ich möchte einfach nur davor warnen, weil das kann halt passieren und ich als Lehrer trage eine gewisse Verantwortung und deswegen möchte ich diese Warnung aussprechen. Das können sie halt nicht, weil sie glauben, das, was sie da verkaufen, ist halt einfach das absolute Ding. Und weil sie das nicht können, mache ich das gerne für sie. Kein Problem. Und dieses ganze, das Ego muss weg, der Verstand muss weg, das Ich muss weg und so. Muss es das wirklich? Vielleicht sollte man auch das mal hinterfragen. Muss es wirklich weg oder hat das nicht auch einfach seine Berechtigung und vor allem nicht nur seine Berechtigung, hat das nicht auch was unglaublich Schönes, dass wir genau das hier erleben können? Und sollten wir das nicht auch wertschätzen, anstatt uns damit zu beschäftigen, wie wir das wegkriegen, um unsere Probleme zu beseitigen? Vielleicht gibt es andere Wege, mit unseren Problemen umzugehen, ohne unsere Menschlichkeit und unser Ego und unser Ich und unseren Verstand und all den Kram, ohne das abzuschaffen. Vielleicht kann es integriert werden, vielleicht kann es gemeinsam sein. Vielleicht ist das eher der Weg. Ist auch nur so eine Anregung. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie was mitnehmen und passt auf euch auf und bis ganz bald. Tschüss.